Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin auf der Bauma und bin hier beim Stand von der Firma Jung Hebe- und Transporttechnik. Die haben hier so Transportfahrwerke als Neuheit vorgestellt. Die sind ungefähr 1 Meter lang und 1 Meter breit, genau blende ich dann im Video ein. Die können mit einer Fernbedienung ferngesteuert werden und ich begrüße jetzt hier den Hans-Martin Seibold. Der ist Engineering Manager hier in diesem Unternehmen, das in Waiblingen bei Stuttgart ist. Und Sie haben dieses Gerät hier gemeinsam mit der Firma Formic entwickelt. Ja, hallo, willkommen auf dem Stand bei uns auf der Bauma. Genau, wir haben da eine Kooperation gemacht mit der Firma Formic, die das Know-how hat in der Steuerung und uns dabei unterstützt haben, die Kombination, so wie es jetzt da steht, umzusetzen. Und diese Kombination sind jetzt hier insgesamt 3 solche Transportfahrzeuge, die dann gemeinsam etwas schwerere Lasten in Hallen, in Maschinenhallen oder sonst wo, in Firmen durch den Weg transportieren, oder? Genau, man kann praktisch Maschinentransporte komfortabel umsetzen mit 3 Fahrwerken, die synchronisiert fahren. Wie Sie sehen, drehen die sich gleichzeitig und somit kann ich komplizierte Wege abfahren, ohne dass ich mit viel Handarbeit die Maschinen umsetzen muss. Das schaut jetzt hier so leicht aus. Dieses Gestell ist jetzt natürlich nur für Demozwecke auf der Messe. Aber in Wirklichkeit kann der dann pro Gefährt 3, 4, 5 Tonnen oder was kann der machen? Ich kann pro Einheit 15 Tonnen fahren. Das heißt, auf einem so einem Fahrwerk kann ich 15 Tonnen draufpacken und 30 Tonnen ziehen. Das heißt, ich kann dann tatsächlich hier 45 Tonnen durch die Gegend fahren in einer Halle? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Mit dieser Kombination. Und wie kriege ich die dann aufs Transportgestell? Kann man das dann vielleicht auch noch heben? Ja, man hat hier im Grunde eine Hubfunktion eingebaut, die 50 mm Hub machen. Das heißt, damit kann ich dann es irgendwo anheben, wenn es irgendwo an den Ecken Bodenfüße hat und kann es dann auf die Art und Weise tatsächlich dann bewegen und kann es dann rausfahren von den Stützen. Ich kann unter die Maschine fahren und hebe die dann aus und habe dann die Möglichkeit, in der Formation das Fahrwerk wegzufahren. Und in der Formation fahren die dann alle synchronisiert? Ja, ich muss, bevor ich losfahre, die Synchronisation durchführen. Da gibt es ein Menü, das sich Kalibriermenü nennt. Ich positioniere die Fahrwerke unter der Maschine und kalibriere sie dann. Das geht automatisch. Die Fahrwerke vermessen sich gegenseitig, erkennen sich und haben dann die Parameter jedem Fahrwerk vorhanden. Und zur Vermessung haben die eine Kamera oder was? Eine Kamera und ein Laser ist eingebaut. Vorne hier. Die Kamera erkennt das Fahrwerk anhand von den LEDs und kann somit das Fahrwerk zuordnen. Und diese ganze Einheit, wie viel wiegt denn so eine Einheit? Ein Fahrwerk wiegt ca. 350 Kilo und kann 15 Tonnen im Verhältnis dazu fahren. Das ist dann doch eine ganze Menge. Und wie wird das angetrieben, batteriemäßig mit Akkus? Ja, wir haben Akkus drin, Lithium-Ionen-Akkus und Servomotoren, die die Kraft auf die Räder bringen. Der Antrieb ist, habe ich vorher schon sagen lassen, über 2 Motoren. Das heißt, jede Seite hat einen Motor, der dann auf eine der Achsen geht und die zweite Achse ist dann mit der ersten Achse gekoppelt. Genau, das wird über eine Kette übertragen. Somit habe ich Allradantrieb und kann relativ gut auch die ein oder andere Schwelle überwinden, ohne dass das Fahrwerk stecken bleibt. Dann sollten wir uns mal die Bedienung bei diesem Bedienteil anschauen. Das ist hier jetzt so ein Bedienteil mit großem Display und mit einem Steuerknüppel, so wie das bei Baggern, bei Kränen, bei sonstigem teilweise auch der Fall ist. Wahrscheinlich ist es schon wieder vorschriftsmäßig so, dass ich das so unbedingt fernsteuern muss, dass ich das wirklich in der Hand habe. Ist das gesichert, wenn ich jetzt irgendwie mal keine Hand habe und das Ding fährt vor sich hin, dass das gar nicht weiterfahren kann? Ja, das ist nicht möglich. Wir haben eine Totmannschaltung, die ich hier am Griff habe. Wenn ich die drücke, kann ich fahren, da kriege ich ein Signal vom Fahrwerk und habe dann die Freigabe. Sobald ich loslasse, steht das Fahrwerk komplett. Dann habe ich hier einen Steuerknüppel für die Fahrtrichtung wahrscheinlich. Genau, hier kann ich fahren, vorwärts, rückwärts oder auch drehen. Kann die Fahrwerke auf der Stelle drehen. Ich habe hier ein Display, wo ich die Fahrwerke wählen kann.
kann auch den Drehpunkt von der ganzen Kombination auswählen, wenn ich ihn verschiebe, um somit die Last praktisch um den Drehpunkt zu drehen. Ich betrachte im Grunde die Fahrwerke nicht mehr als Einzelfahrwerk, sondern die Kombination als eine Maschine, als ein Fahrwerk. Das heißt, das Ganze ist eine Formation, ein kleiner Schwarm, der hier gemeinsam dann mit Intelligenz, die in jeder Einheit dann steckt, die dann eben synchronisiert gemeinsam fahren. Ja, genau. Und wie lange macht die Firma Jung diese Transportgeräte überhaupt schon? Weil das ist jetzt eine Neuheit, die Sie jetzt im Herbst ausliefern wollen. Ja, wir machen elektrisch angetriebene Fahrwerke seit 2016. Die haben wir hier ausgestellt. Das ist ein Einzelfahrwerk, das kann auch 15 Tonnen fahren und 30 ziehen. Haben hier im Grunde ein einfacher Bedienpult, der wie eine Panzersteuerung das Fahrwerk steuern kann. Und somit habe ich die Möglichkeit, der klassische Transport von Maschinen durchzuführen. Das heißt, das ist jetzt eine Einheit und da gibt es dann für die Einheit Stützen, Radstützen, die dann, damit man auch eine Dreipunktlagerung haben kann. Genau, da haben wir Fahrwerke, die können wir vielleicht hier noch anschauen. Das sind starre Fahrwerke, die bilden die Hinterachse und als Dreipunktauflage kann ich dann den Maschinentransport im klassischen Sinne durchführen. Seit 2016 machen wir das elektrisch, davor war das manuell. Da sind wir seit 50 Jahren am Markt und verkaufen die Geräte weltweit. Und das ist ja jetzt dann die nächste Generation, die jetzt hier kommen wird. Und wo setzt sich dann diese Geräte ein? Für welche Zwecke ist das jetzt gedacht mit diesen dreien, die hier gekoppelt gemeinsam fahren können, damit ich hier 45 Tonnen durch die Gegend fahren kann? Mit der Kombination kann ich deutlich schwierigere Rahmenbedingungen bewältigen, wo ich enge Kurven fahren kann, auf der Stelle drehen kann, Maschinen genau positionieren kann, sei es auch in irgendwelche Fertigungsstraßen, wo die Maschinen auf Prüfstände müssen, können sie dann exakt positioniert werden und an der Prüfstand angeschlossen werden. Und ich habe hier die Möglichkeit, es über die Schwarmfunktion Millimeter genau anzusteuern. Das heißt, da gibt es dann im Unternehmen, im größeren Unternehmen einen, der dann für diese Transportfahrzeuge zuständig ist. In etwas kleineren Unternehmen dann wahrscheinlich mietet man sich das als Service, dass da Firmen kommen, die das dann in dem Fall eben machen. Genau, die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Wir haben einen Mietpark, wo Geräte dann für kürzere Zeiten oder längere Zeiten ausgeliehen werden können. Gut, das heißt also jetzt, das hier ist jetzt in dem Form ein erster Prototyp oder 3 Prototypen, die hier sind, die gemeinsam dann mit der Firma Formic entwickelt wurden. Formic habe ich vorher schon gehört, das ist eine Ausgründung aus der Uni Karlsruhe, die vor 5 Jahren das Ganze begonnen haben, auf Basis von Doktorarbeiten und von Projekten und die das jetzt eben seit 2 Jahren intensiv entwickeln mit diesen steuerbaren Transportsystemen. Ja, die Firma Formic macht die Fahrwerke in ähnlicher Bauweise für kleinere Lasten und hat da die Erfahrung schon gemacht mit Kunden, wo einfach die genaue Positionierung auf dies ankommt und die saubere Fahrt mit mehreren Fahrwerken ermöglicht hat. Und die haben also jetzt gemeinsam mit Ihnen das eben in einen etwas größeren Level gehoben, dass man tatsächlich 15 Tonnen transportieren kann. Bei denen, ich habe es vorhin schon gesehen, in der Innovationsecke dieser Messe, da haben sie kleinere Geräte ausgestellt, die dann Größenordnung 3 Tonnen oder 5 Tonnen transportieren. Und das ist jetzt dann eben hier diese erste Geschichte, die dann hier tatsächlich 15 Tonnen durch die Gegend fahren kann. Genau, das ist im Grunde Basis, um den Transport von schweren Maschinen voranzutreiben. Und diese Auflagen, das ist jetzt aber hier wahrscheinlich nur für die Messe angeschraubt. Ja, wir haben in der Regel unter dem Teller oder auf dem Teller einen Rutschsensor, der verhindert, dass die Fahrwerke, der ist nicht verhindert, aber der, wenn ein Fehler auftritt und ein Fahrwerk rutscht, leitet er einen Notstopp ein und dann kann man gucken, woran es lag. Das heißt also tatsächlich dann im echten Wirkbetrieb ist es dann so, dass er erkennt, wenn er rutschen würde, wenn die Last hier schwer ist, hier haben wir ja gar keine Last. Und wahrscheinlich ist es hier wieder mal so,
aus Sicherheitsgründen, Messe, Publikum und so weiter, muss das dann, damit das nicht irgendwo sich selbstständig macht, fest angeschraubt sein. Ja, genau. Im Grunde geht es darum, dass halt die Plattform sicher hier verfahrbar ist. Gut, aber es ist schön zum Visualisieren, dass man das hier eben tatsächlich mal schön sehen kann auf der Messe. Und dass das hier tatsächlich dann im Einsatz in einer optisch ansprechenden Form gezeigt wird. Ja. Gut, dann bedanke ich mich beim Hans-Martin Seibold hier für die Vorstellung von diesem JLAE-Form, heißt das genau. Genau. Für was stehen diese Abkürzungen? Im Grunde das JLAE steht bei uns für Jung, Lenkwerk angetrieben. Das E steht für elektrisch und das Form steht für die Formation, in der wir hier unterwegs sind. Gut, bedanke mich, wünsche noch einen schönen Messeverlauf. Danke, Ihnen auch, ein guter Tag noch.